Was ist der IWF? Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört. Der Internationale Währungsfonds. Doch was genau macht der IWF eigentlich? Warum ist er für die globale Wirtschaft so wichtig? Und warum ist er manchmal auch ziemlich umstritten? In den nächsten Minuten schauen wir uns an, was der IWF wirklich ist und welche Rolle er weltweit spielt. Der Internationale Währungsfonds, kurz IWF, wurde 1944 gegründet. Damals als Reaktion auf die schweren Wirtschaftskrisen der 1930er und die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs. Länder aus der ganzen Welt kamen zusammen, um eine Organisation zu schaffen, die dabei hilft, die globale Finanzstabilität zu sichern und Krisen zu verhindern. Heute gehören dem IWF 190 Länder an und sein Hauptziel ist es immer noch, Währungsstabilität und wirtschaftliches Wachstum zu fördern und Finanzkrisen vorzubeugen. Die Hauptaufgaben des IWF lassen sich in 3 Bereiche unterteilen: Überwachung, finanzielle Hilfe und technische Unterstützung. Erstens Überwachung. Der IWF beobachtet die wirtschaftliche Entwicklung in seinen Mitgliedsländern und auf der ganzen Welt, um frühzeitig wirtschaftliche Risiken und Ungleichgewichte zu erkennen. Der berühmte World Economic Outlook ist zum Beispiel ein Bericht des IWF, der die globale Wirtschaftslage analysiert und Einschätzungen für die Zukunft gibt. Die zweite Aufgabe: finanzielle Hilfe. Wenn ein Land in eine schwere Wirtschaftskrise gerät und seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, dann kann der IWF eingreifen. Er vergibt Kredite, damit das Land finanziell nicht zusammenbricht. Diese Kredite sind jedoch an Bedingungen geknüpft. Und hier kommen wir zu einem oft kritisierten Punkt. Der IWF verlangt von den Ländern oft harte Reformen. Das bedeutet, dass die betroffenen Länder zum Beispiel ihre Staatsausgaben kürzen oder Steuern erhöhen müssen. Diese Bedingungen sollen das Land langfristig stabilisieren, aber kurzfristig sorgen sie oft für Unruhe, weil sie das tägliche Leben der Menschen direkt betreffen. Drittens bietet der IWF technische Unterstützung und Schulungen an. Das heißt, er sendet Experten in die Länder, um ihnen dabei zu helfen, ihre Wirtschaftspolitik zu verbessern, zum Beispiel durch bessere Steuersysteme oder Bankengesetze. Diese Unterstützung soll besonders Entwicklungsländern zugutekommen, die oft weniger stabile Wirtschaftsstrukturen haben. Zusammengefasst ist der IWF also eine Art Finanzretter auf globaler Ebene. Aber seine Maßnahmen sind oft umstritten. Auf der einen Seite verhindert er Wirtschaftskrisen und schafft Stabilität. Und auf der anderen Seite sorgen die Bedingungen, die er an seine Kredite knüpft, oft für Spannungen. Was denkt ihr über den IWF? Hilft er den Ländern wirklich? Oder geht es auch um politischen Einfluss? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal für mehr spannende Infos rund um die Weltwirtschaft. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.